Das ist genauso, wie ich es haben wollte. Heidewitzka, ist das kleinteilig. Das hätte ich nicht gedacht. Hallo und herzlich willkommen zum 117. City Update auf dem Kanal Kasi Brickborn. Und wir werden uns heute hier an den weiteren Berg wieder dran machen. Ich habe vor, hier komplett diese ganze Seite bis zu dieser Schiene hier zuzumachen. Ja, das ist das Ziel. Nicht bis unten hin, weil unten soll ja noch der Hang entstehen. Aber ich denke mal so, ab 4 cm komplett hier alles zu bis zur Kurve. Das ist erstmal heute das Ziel. Ich würde sagen, ich lege los. Da ist schon ordentlich was hinzugekommen. Ich habe einmal grob schon mal hier unten ein bisschen luftiger gebaut, weil wir hier noch ein bisschen Anstich haben müssen. Denn hier beginnt ja so wahrscheinlich in so einer Höhe von 6 bis 8 Bricks beginnt dann schon der Berghang richtig. Das heißt, die Felsen fangen erst später an. Das heißt, wir können erstmal mit bunten Steinen hier bauen. Ja, wie der Berg ungefähr aussehen soll, wie er hier diese Ausbuchtungen hat und so weiter, das ist schon leicht zu erkennen. Jetzt muss das Ganze natürlich noch verstrebt werden mit Steinen, mit Plates und sonstigen. Die Lücken überall müssen hier geschlossen werden. Ja, und dann werden wir danach wahrscheinlich schon den Light Bluish Gray Übergang machen. Also es ist viel zu tun. Ich weiß auch noch gar nicht, wie weit ich komme. Ich würde sagen, bis gleich. Ein kleines bisschen Spiegels, aber ich glaube, man kann es trotzdem ganz gut erkennen. Alle Lücken sind soweit geschlossen. Ja, alles mit Steinen, ein bisschen mit Plates, je nachdem. Hier habe ich nochmal ein bisschen weggerissen an der Stelle, um das alles schön miteinander zu verbinden. Das werden wir dann irgendwann noch hier mal weiterführen. Jetzt geht es ja auch erstmal darum, hier oben alles zu schließen. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich mit Light Bluish Gray so langsam anfangen, das wieder so machen, dass es in sich verläuft, sage ich mal, so ein bisschen das Light Bluish Gray mit dem Dark Bluish Gray. Ja, das ist das Ziel. Und dann wird es auch wieder kleinteilig und so weiter. Ich lege erstmal los und dann zeige ich euch den weiteren Baufortschritt. Bis gleich. Ganz kurz kleiner weiterer Zwischenstand. Ich bin schon mal mit den Dark Bluish Gray Felsenelementen hier angefangen. Ihr seht auch, hier sind schon wieder einige Lücken da, die ich jetzt auf jeden Fall ganz schnell schließen werde. Und dann schauen wir uns gleich das Grobe einmal hier schon mal fertig an. Ein gutes Stück weitergekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ganze Grau ist hier verbaut. Ich habe auch schon richtig mit dem Rand hier oben abgeschlossen. Das ist genauso, wie ich es haben wollte. Das ist echt stark. Ja, was noch nicht so stark aussieht, ist diese gerade Linie, die wir bis jetzt hier haben. Da müssen wir so ein bisschen das so machen. Das war vielleicht mit dem, dass das Dunkelgrau so ein bisschen mit in das Hellgrau verläuft, aber auch das Hellgrau so ein bisschen in das Dunkelgrau. Ja, das ist jetzt nicht ganz so einfach, aber kriege ich hin. Und wir müssen auch jetzt sofort anfangen, schon wieder mit den Slopes wahrscheinlich zu arbeiten. Das gibt so einen Mischmasch. Und ich überlege, ob ich vielleicht einfach mal hier an der linken Seite einfach mal starte und gucke dann erstmal, wie es aussieht. Dann würde ich euch das dann anschließend zeigen. Dann können wir das hier vorne dann so weiterführen. Ich glaube, das ist, erstmal eine ganz gute Idee. Ich lege mal hier los und dann sehen wir uns gleich wieder. Heidewitzka, ist das kleinteilig. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe das Ganze jetzt erstmal bis hierhin soweit fertig gemacht. Alles mit 1x1ern, wie ihr seht. Ich gehe mal ein bisschen näher dran. Slopes, verschiedene Farben. Die Übergänge Grau in Grau sehen jetzt, denke ich mal, ein bisschen besser aus. Wie als wenn hier so ein kleiner Felssturz wäre, wie auch immer. Ja, so können wir das lassen. Ich bin aber natürlich lange noch nicht fertig, denn jetzt muss ja auch noch das Grün drauf. So Slopes und so weiter sind soweit drin. Vielleicht kommt noch mal der eine oder andere drauf. Ja, ich mache das erstmal bis hierhin fertig. Auch nur bis zu dieser Höhe, weil hier dann ja der weitere Berghang später kommt. Von daher brauche ich nicht tiefer zu machen. Aber ich mache jetzt erstmal diese Ecke fertig. Das ist der finale Baufortschritt für heute. Ja, absolut. Denn ich habe so viele Steine verbraucht, das ist sagenhaft. Ich glaube, dass das hier mit der Begrünung richtig stark aussieht. Die Tannen, wie sie hier stehen, werde ich hier dann auch noch machen. Allerdings erst, wenn dieser Teil fertig ist. Und das ist er ja noch nicht. Aber ich denke mal, dass so der Übergang Grau zu Grau, also Hellgrau zu Dunkelgrau und so weiter, richtig gut aussieht. Ich habe hier richtig viel Bepflanzung drauf gemacht. Teilweise doppelstöckig, dreistöckig, vierstöckig. Eine Plate nach der anderen, also hier ging richtig was drauf, auch mit dem ganzen Zumachen hier. Das war ordentlich heute. Also es ist eine sagenhafte Fläche geworden, wenn man mal so beide Berge mal miteinander vergleicht. Ja, also wir haben schon fast die Größe wie dem
wie bei dem Berg da drüben. Also das ist schon nicht schlecht. Ja, noch nicht ausgestaltet, aber er wird auch noch höher werden. Also wir werden hier wirklich richtig schön hochgehen und da hinten wieder runter. Da war das Bild einmal gerade unscharf. Nun denn, wie auch immer. Ja, klasse Fortschritt. Jetzt lasse ich ein paar Züge fahren oder einen zumindest und dann sehen wir uns gleich zum Ende des Videos wieder und da sage ich euch, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Heute lasse ich mal wieder die 4511 fahren, mit 2 Motoren ausgestattet und auf Stufe 4 auf dem 9V Trafo ist das überhaupt kein Problem, hier oben durch die Bucht zu fahren. Seht selbst. So, das war's für heute erstmal. Wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da. Verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich immer so gerne. Aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und ich habe mir Folgendes gedacht. Ich mache jetzt nicht hier weiter, sondern werde hier den Streifen Felsen weiter rumziehen. Hier vielleicht so einen kleinen Ententeich machen und so weiter. Dass wir hier so diesen Bereich erstmal hier gestalten. Das ist erstmal das Ziel für die nächste Runde, damit wir dann, wie gesagt, uns diagonal hier rausarbeiten. Und das war ja das Ziel. Also, bis dahin. Tschüss!